Tag, mit euch ist Anna und Darcy und heute zeige ich euch, wie man Oktaven spielen kann auf dem Cello und wie man damit einen ganz interessanten, ganz bekannten Klang, Sound machen kann. Also wir fangen ganz einfach mit einer Übung für Oktaven. Was ist die einfachste Oktave, was wir haben? Das ist natürlich vierte Finger auf einer Seite in erster Lage und leere Seite daneben. So, jetzt probieren wir in siebter Lage das zu spielen. Daumen liegt bei uns noch ganz locker auf zwei Seiten und dritter Finger steht auf D. Drücke ich immer noch weiter und das durchzudrücken und dann wieder loszulassen. Und einmal ganz locker lassen. Es ist wichtig, dass es nicht komplett verkrampft ist drinnen im Hand. Letztendlich fühlt es sich trotzdem noch verkrampft an, weil man muss halt mit Gewicht des Ellenbogens und mit Kraft der Finger diese Seiten durchdrücken. Aber es ist wichtig, dass es nicht so was wird. Ja, nicht so etwas, weil das ist dann natürlich schlecht. Also man kann sich vorstellen, dass man hält einen Apfel und dieser Apfel wird immer größer, wenn wir nach oben kommen und immer kleiner, wenn wir nach unten kommen. Okay, lasst uns kommen zum zweiten Übung. Das ist Übung für Daumen. Und wir gehen Halbtöne runter, so weit wie ihr schafft. Also je weiter, desto besser, aber auch nicht überfordern. Zuerst einfach mal ein Halbton und dann zwei. Und dann drei. Probieren wir mal 4. Also 4 wäre jetzt für mich meine Grenze, weil da muss ich schon richtig strecken und es fällt mir schwer, diese Finger noch auf Position zu halten. So, natürlich dasselbe können wir machen auch mit diesen Fingern da, mit das Daumen bleibt stehen und wir bewegen die Finger. Erstmal ein Halbton. Zwei. Drei. Vier. Ich nehme manchmal diesen Finger ganz leicht weg. Es ist nicht verboten, aber naja, Oktaven spielt man meistens mit 3 Fingern auf der Seite. Ich nehme dann manchmal so ein bisschen weg. Ob das jetzt so ein richtiges Defekt ist, weiß ich nicht. Ich denke, solange die Oktaven sauber klingen und sicher zu treffen sind, ist nichts schlimm. Okay, wenn wir eine Reihe von Oktaven spielen möchten, ist es wichtig, dass wir zuerst Daumenton ausstimmen, weil von unteren Ton können wir eine Oktave dazu stimmen. Wenn wir fangen an mit beiden Tönen
irgendwas dazu korrigieren, dann kann das schwierig sein, weil wir haben keinen so richtigen Ton, auf den wir uns verlassen können. Wenn wir von oberen Ton fangen an auszustimmen, kann das auch ziemlich schwierig sein, weil dieses untere Ton, der gibt uns sowieso schon Vorgefühl, wie der obere klingen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, zuerst Daumen ausstimmen. Also zum Beispiel. Und jetzt zu jedem Ton nehme ich Oktave dazu. So ein paar Mal spielen und dann kann man auch alle nacheinander spielen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Sound. Wer erkennt das? Was ist das? Ja, ihr habt das erkannt, das ist die SOS-Signal sozusagen, Feuerwehralarm. Und in dieser Übung ist das Schwerste eigentlich, dass während man bewegt, die Finger müssen ganz gleichmäßig kleineren Abstand haben und größeren Abstand dann bekommen, wenn wir quasi runtergehen. Auch da würde ich vorschlagen, dass zuerst übt man den Daumen. Der untere Ton ist A, der obere Ton ist B. Und dann kann man so ein Experiment mit sich selbst machen, dass man bleibt irgendwo stehen plötzlich. Vielleicht habt ihr eine zweite Person zu Hause, die wie bei Kinderspiel so Stopp sagen kann und dann müsst ihr einfrieren in diese Stelle. Und da muss immer noch eine perfekte Oktave zu hören sein. Zum Beispiel. Stopp. Dass es wirklich die ganze Zeit perfekt ausgestimmt ist. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Übung. Probiert das nachzumachen und schreibt eure Erfolge in Kommentare. Ich werde mich freuen. Mit euch war Anna und Darcy und freue mich dann.